So. Gerade hier mit dem Bike angekommen. Ein Gedanke, den ich gerne noch mit dir teilen möchte, wo ich hier so in der Abendsonne hergeradelt bin, dass wir ganz oft denken, dass sich unser Leben genau in der Reihenfolge und in dem Weg und in dem Space so entfalten soll, wie wir uns das vorgenommen haben, wie wir uns das vorgestellt haben, und dass wir uns denken, okay, jede Abweichung davon, jeder Umweg oder jeder Abzweig, den wir dann nehmen, ist irgendwie verschwendete Zeit, und dass wir immer diese geradlinige Richtung vor Augen haben und wir uns dann total schnell irgendwie unerfolgreich fühlen oder als Versager, Versagerin fühlen, wenn wir eben nicht genau diese gerade Linie so verfolgen können, wie wir uns das vielleicht vorgenommen haben. Und da ertappe ich mich auch selber immer wieder bei, wenn ich mir denke, okay, jetzt hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe, und das läuft vielleicht gerade irgendwie auf eine andere Art und Weise. Oder manchmal passieren auch einfach Sachen, die du nicht planen kannst, die du auch nicht irgendwie in der Hand hast. Und die dich dann einfach raushauen, die dich auf einen ganz anderen Weg bringen, wo du einfach was ganz anderes brauchst, wo du rauszoomen musst, wo du gar nicht in der Lage bist, genau das so weiterzumachen, wie du es dir vielleicht vorgenommen hast. Oder wie das deiner Vorstellung nach dein Weg gewesen wäre. Und da möchte ich dir vielleicht einfach einen Gedanken mitgeben, der mich genau in diesen Phasen dann immer wieder trägt, dass dieses Zurückfallen, dieser Rückschritt, dieses Stehenbleiben eigentlich eine Illusion ist, weil sich dein Leben genau auf die Art und Weise entfaltet, wie es für dich vorgesehen ist. Dass genau dieser Abzweig, dieser Umweg, diese kleine Seitenstraße, die du dann nimmst, dich vielleicht was extrem Wichtiges lehrt und dir einen Weg aufzeigt oder dir vielleicht auch eine neue Seite an dir aufzeigt, die dir sonst verborgen geblieben wäre. Und dass das alles schon so irgendwie seinen Grund hat. Und ich weiß, das hören wir irgendwie immer wieder. Also man sagt dann, ja, okay, nee, hier, es gibt für alles einen Grund, und hier trust the process oder so. Und ja, auf jeden Fall. Stimmt auch. Das sind so Sprüche, die hören wir immer wieder. Und gerade wenn wir dann in diesen Situationen sind, fällt es einfach extrem schwer, da auch dran zu glauben und darauf zu vertrauen. Und meistens wird das Leben ja vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und das ist was für mich gerade aktuell einfach wirklich Sinn ergibt, weil ich mir vor 2-3 Jahren so gedacht habe, okay, warum passiert genau das jetzt gerade? Warum mir? Ja, warum ich? Warum jetzt? Und jetzt so langsam beginnt sich das alles irgendwie aufzuschlüsseln und auch Sinn zu machen. Dass ich mir denke, okay, das hat schon irgendwie alles so seinen Grund. Warum das und das dann und dann passiert ist und warum ich da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Einsicht dann habe. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass gerade diese Umwege, gerade wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es gerade gerne hättest oder wie du es geplant hast, dass genau das eigentlich die Chancen sind, die das Leben so interessant machen und die dir die Möglichkeit bieten, genau da näher hinzuschauen, was eigentlich noch alles in dir steckt, was noch nicht genug Beachtung bei dir findet, was noch erlebt werden möchte, was noch gesehen werden möchte, was noch in dir sichtbar werden möchte und was dann auch vielleicht noch mit der Welt draußen, mit anderen Menschen geteilt werden möchte. Und genau diese Momente, in denen es anders läuft, in denen du in die Knie gezwungen wirst, in denen du mal richtig schön die Breitseite bekommst, genau das sind die Momente, in denen es wirklich darauf ankommt oder in denen du zeigen kannst, was in dir steckt. In denen diese Momente geben dir die Möglichkeit, wirklich hinzuschauen. Wirklich hinzuschauen, was noch da ist, was noch gesehen werden möchte. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass Zurückfallen, dass es das irgendwie gibt oder dass es Rückschritt gibt oder dass es Stillstand gibt. Es gibt irgendwie Momente, da geht es schneller voran. Es gibt Momente, da geht es langsamer voran. Und in einigen Momenten stehst du vielleicht auch still. Aber das ist nicht irgendwie was Schlechtes, sondern in den Momenten, wo du still stehst, brauchst du vielleicht gerade eine Pause, brauchst du ein bisschen Ruhe für dich.
in den Momenten, die sich irgendwie nach Rückschritt anfühlen, nimmst du vielleicht gerade eine Abzweigung, nimmst du vielleicht gerade eine Seitenstraße oder einen kleinen Umweg, weil es eben nicht so läuft, wie du haben möchtest. Aber es fühlt sich im ersten Moment wie Rückschritt an, ist aber eigentlich eher ein Schritt zu dir, um dann wieder 2 Schritte vorwärts zu gehen. Und ja, irgendwie gehört das alles dazu. Irgendwie gehört das alles zu deiner Reise dazu, zu deiner Entwicklung dazu. Und das ist irgendwie immer so das Spannende, dass man so denkt, ja, der Weg ist irgendwie vorherbestimmt und das ist dann mein Weg und dann gehe ich die und die Schritte. Aber der eigentliche Weg ergibt sich ja immer erst, wenn du ihn gehst. Oder der Weg zeigt sich, wenn du auf diesem Weg erst bist. Und manchmal ist das, was wir auch eben durch dieses Anderssein, durch dieses Ausbrechen lernen, einfach viel, viel wichtiger als das, was wir lernen können, wenn wir uns einfügen, wenn wir ins genau diese Muster gehen. Wenn es so funktioniert, alles super, aber manchmal ist genau dieses Ausbrechen, dieses Anderssein, dieses, ja, aus dem Muster ausbrechen auch genau das, was wir brauchen, um wirklich zu erkennen, was in uns steckt. Und manchmal sind unsere größten Prozesse jahrelang oder jahrzehntelang im Prozess des Werdens. Manchmal sind wir einfach lange auf dem Weg. Und Brennnessel, Zecke. Manchmal sind unsere größten Erfolge jahrzehntelang im Prozess des Werdens. Und das ist ein Zitat, was mir extrem Kraft gibt und was mir immer wieder zeigt, okay, das gehört alles dazu. Es gibt Tage, da läuft alles super. Ich gehe mal wieder zurück, sonst weiß ich nicht, wo mein Bike gerade ist. Ja, schon voll im Flow. Es gibt einfach Tage so, da läuft alles mega gut und du hast eine richtig geile Energie, kannst nach vorne gehen, kannst richtig Gas geben. Das ist ein produktiver Tag, wie auch immer du das für dich definierst. Schaffst das, hast eine geile Energie, lachst zwischendurch, hast noch Freizeit zwischendurch, triffst dich dann sogar noch mit deinen Freunden und alles läuft irgendwie super leicht. Geiler Tag, so. Und dann gibt es auch wieder Tage, wo du da sitzt und dir einfach denkst, okay, was soll ich heute machen? So, ich habe keine Energie am Start, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wenn ich jetzt versuche, mich hier irgendwie ins Skript reinzulesen, habe ich nach einer halben Seite alles wieder vergessen, was ich gelesen habe. Ich kriege heute irgendwie gar nichts auf die Reihe. Und das sind dann so Tage, wo ich dann auch zwischendurch da sitze. Ich sitze einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde rum und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und gerade in so kreativen Dingen ist es irgendwie auch wichtig, genau solche Zeiten zu haben und solche Tage oder solche Momente auch zuzulassen und sich da eben nicht dafür fertig zu machen, weil du dann vielleicht nicht das weil du dann vielleicht eben nicht gerade das Pensum schaffst, was du dir für den Tag vorgenommen hast. So, das ist was, da da werde ich immer besser drin. Ja, mal gelingt mir das ganz gut, mal gelingt mir das eher weniger gut. Aber auf jeden Fall schon deutlich besser als früher, wo ich mich dann da noch fertig gemacht habe und noch die Peitsche rausgeholt habe und gesagt habe, okay, mach. Obwohl ich eigentlich gar nicht die Energie dafür am Start hatte. Aber das ist einfach dazugehört. Einige Tage funktionierst du richtig gut, kreativ, mega geil. Es fühlt sich leicht an. Du hast eine geile Energie am Start, richtig guter Tag. Und dann sind auch einfach Tage dabei, wo die Energie nicht da ist. So, und es ist beides einfach so, dass das immer wieder in Balance kommt. Und es gehört beides dazu. Deswegen, manchmal sind unsere größten Erfolge Jahre oder Jahrzehnte lang im Prozess des Werdens. Das ist alles Teil davon. Das ist ganz natürlich. Und das ist auch eine Sichtweise, die mir echt dabei geholfen hat, das so anzunehmen und zu akzeptieren, beziehungsweise die mich dann immer wieder so ein bisschen kalibriert und auf diesen Weg bringt, dass ich mir sage, dass ich die Art meines Wachstums nicht daran festmache, oder anders gesagt, dass ich meinen Erfolg nicht daran bemesse an der Art, wie war das noch? Dass ich meine Priorität nicht auf die Art des Wachstums lege, das man sehen kann, sondern dass ich mich auf die Art des Wachstums fokussiere, was in mir geschieht, was mich komplett erneuert, was mich weiterbringt, was mich entwickelt, was mir einfach gut tut, was mir
diese innere Ruhe schenkt. Wenn ich sage, okay, ich gehe abends ins Bett und sage, okay, das war ein geiler Tag. Oder ich stehe jetzt hier in der Sonne, sprich noch mit dir und denke mir einfach, boah, was für ein Glück, jetzt gerade hier stehen zu können. In der Abendsonne, ein bisschen Wind im Gesicht. Einfach so Dankbarkeit im Herzen für den geilen Tag. Jetzt hier so gerade stehen zu können. Ja, das hilft mir, da so in der Balance zu bleiben. Und deswegen nochmal zum anfänglichen Rückschritt, Stillstand und Zurückfallen irgendwie als Illusion. Ja, das ist das, was sich für mich irgendwie gerade so ein bisschen aufdröselt und was ich dir jetzt hier auch einfach mitgeben möchte im Prozess des Werdens, dass genau dieser Rückschritt manchmal auch ein Teil der Reise ist oder ziemlich sicher ein Teil der Reise ist und einfach irgendwie dazugehört. Und es einfach darum geht, das annehmen zu können und sich auch in diesen Phasen von Stillstand und Rückschritt dann eben nicht noch gleichzeitig oben drauf zu hauen und fertig zu machen, sondern das anzunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so, das gehört dazu, es kommt wieder ein Tag, wo ich einfach geile Energie am Start habe, aber um diesen Tag zu haben, darf ich jetzt auch einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, jetzt ist gerade vielleicht irgendwie Integration da oder Inspiration, wo ich mich aufladen muss. Und dann ist es vielleicht ein Tag, wo du dich auf die Liege in die Sonne legst oder ein Buch liest oder irgendwie Podcasts hörst oder sonst irgendwas. So. Sei da nicht zu hart mit dir. Ich weiß, das sagt sich sehr leicht, ist in der Theorie nochmal was anderes als in der Praxis und ich kann das selber auch sehr gut, dass ich dann noch oben drauf haue oder dann nochmal extra ins Training gehe oder nochmal extra Wiederholung mache oder extra nochmal einen Sprint im Run hinlege. Das kann ich alles super gut. Manchmal brauche ich das auch, aber es tut auch einfach gut, diese Sicht mal ab und zu so ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, okay, kann ich da auch in die Akzeptanz gehen und da so eine gesunde Balance für mich selber finden. Und da geht es einfach darum, die Balance für sich selbst zu finden und zu akzeptieren, dass diese Rückschritte ein Teil der Reise sind und dieser Stillstand ein Teil der Reise ist. Und auch wenn es sich nach Rückschritt oder Stillstand anfühlt, dass es das eben nicht ist, sondern es geht eigentlich immer vorwärts. Und das ist total beruhigend. So, du kannst auf deinem Weg nichts falsch machen, weil es einfach dein Weg ist. So, das geht einfach immer die Bahn vorwärts, die sich da gerade so formt. Und indem du diesen Weg gehst, offenbart er sich dir immer mehr. Und gerade die Umwege, gerade die Seitenstraßen, gerade diese kleinen Abzweigungen, die machen es eigentlich erst richtig schön. Weil auf einmal kommst du vielleicht am Strand raus, der unentdeckt ist und der paradiesisch ist, der leer ist, du nur für dich sein kannst. Und auf einmal kommt dir eine Idee, wo du sagst, Alter, das ist es. Deswegen, das gehört irgendwie alles dazu. Und damit verabschiede ich mich jetzt mal hier in das Sunset und bedanke mich, dass du hier kurz meinem Gedanken gelauscht hast. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Vielleicht konnte ich dir hier einen kleinen Gedanken mitgeben, einen Anstoß, eine Inspiration. Ja, teile mir das hier sehr gerne in den Kommentaren unten und ich freue mich da auf deine Gedanken zu dem Thema und auf deine Erfahrungen. Bis zum nächsten Video. Dein Niklas. Ciao, ciao. Ab in Hochsitz.